28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter! 9 Nationen. Oh, Mama Mia! 4 Finaltickets. Yes! 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil! Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Episode des YPC Bank 2025. Heute startet Gruppe A in den entscheidenden 2. Vorrundentag. In genau 8 Angelstunden wissen wir also, welche 3 Angler sich hier als Erste fürs Semifinale einbuchen, wobei einer der Slots schon jetzt nahezu sicher vergeben scheint. Nach einem fantastischen ersten Angeltag dürfte Fisch und Fang-Redakteur Birger Domeyer ein einziger maßiger Zander zum Weiterkommen reichen. Auf den weiteren Qualifikationsplätzen folgen Shimano-Newcomer David van Maanen, dem wie Birger nur noch der Zander fehlt. Und Roman Jacuzzo von Fish Explorer, der zur Fullcard nur noch einen Barsch benötigt. Letzteres gilt zwar auch für Toon van Ham. Angesichts der überschaubaren Größen wird der amtierende Champion das Gros seiner aktuellen Wertungsfische aber ersetzen müssen, um noch eine reelle Chance zu haben. Das zur Ausgangssituation. Toon, Markus, Birger und David angeln am 2. Turniertag in Zone 3. Tim, Sami und Roman in Zone 1. Vor allem für Letzteren beginnt der Tag sehr früh. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer. Ich bin auf jeden Fall noch übelst müde. Wir haben 6:30 Uhr und trotzdem kommen wir zu spät am Spot an. Das heißt, wir haben eine lange Fahrt vor uns und ja, da freut sich der Kameramann immer so früh aufzustehen. Ziel für heute ist Hecht und vor allem aber Barsch. Ich brauche unbedingt einen Barsch, um die Karte voll zu machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Trotzdem möchte ich aber die beiden kleineren Zander austauschen gegen größere Hechte. Ich denke, da habe ich einen Spot, der das ja, mir liefern kann. Und um so ein bisschen den Druck wegzunehmen, weil ich glaube, das Barschgame, das kann heute richtig zäh werden, ja, werde ich erstmal Hecht angeln gehen und hoffentlich schnell 2 Hechte fangen oder 3 oder 4, sodass die beiden kleinen Zander ausgetauscht werden. Das ist der Plan. Ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Bis später. It's the second day and we are just on the start of Mission Impossible, which means removing all the fish from the first day, from the scorecard, because they are not in size big enough. Only the one of the pikes should stay if we want to proceed to the next round, if you see what the others got. It's a Mission Impossible, but I will go for it. Root for us and let's go. Toon scheint trotz allem optimistisch. Für David beginnt der Tag mit einer bitteren Feststellung. Ja. Oh, I forgot my net and measuring tape somewhere yesterday. That's a problem. Oh. Warthose an, die brauche ich nur, um Fisch zu landen vielleicht, brauche ich gar nicht unbedingt zum Angeln. Jetzt kommt hier wieder mein Freund der Swim Dusty drauf, der hat im Training ganz gut performt. Wind steht gut, dass man den auch weit feuern kann. Als Route habe ich hier eine 270er Bastard Pike, 30 bis 80 Gramm. Mit das ist auch ein richtiges Katapult. Und ja, jetzt gehen wir mal ein paar Hechte schnell rauskloppen, wa? Okay, Mission Impossible, about to start. Only thing I need to do, grab the rods, Carolina, and my beloved Goby, Gunner the Goby, on a stand-up net rig head, and that has to do the trick today. We have no choice. Trying to get a big perch, or maybe even 2, and then quickly moving to Xander spots
Hello guys and welcome into this new YPC Shore episode. New day, new hopes. Today it's gonna be way more cold, grey and with a bit of rain. So yeah, the plan, I need basically almost everything. Good zander, good perch, and even with that, if I manage to catch some, it will maybe not be enough to get through. So I really have good expectations for today, at least good hopes. So yeah, first we will try here on this small river, catch a few zanders. I think we will stick to zander fishing the whole morning, and then hopefully it will get more sunny in the afternoon and we will go perch fishing in the afternoon. So yeah, big hopes. I need to catch quite a lot of fish today, guys, so I hope I will, and I hope you will enjoy it. Okay, let's go. Hey Jungs und Mädels, liebe Zuschauer vom YPC Bank 2025. Hier Episode 3, ihr habt es schon gesehen oder seht es an der Tabelle, ich habe ein ganz dickes Brett zu bohren. Der Anschluss nach oben werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden, gell, bei den Profis, bei den Spitzenanglern. Aber wir machen uns ganz einfach einen super schönen Angeltag und hoffen, dass wir vielleicht noch ein paar Fischle fangen auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich brauche heute einen Zander. Ich habe Zeitstress, denn ich habe gemerkt, die Zander, die beißen nur morgens, sonst gar nicht mehr. Entsprechend sollte dieser Selbstläufer, einen Zander zu fangen, mal wieder wirklich schwer werden, denke ich. Also ich glaube echt, dass das kein Selbstläufer ist und ich schon dafür heute, wenn er nicht sofort beißt, dann muss ich heute dafür richtig hart ran. Naja gut, aber ich habe 8 Stunden Zeit, ich möchte auch nicht viel Zeit verschwenden. Alles Weitere erzähle ich einfach nachher. Ich versuche jetzt mal ganz schnell einzufangen. This minute never ends, man. We finally arrived to the first spot from my second day in YPC, and we're gonna be throwing around some craws. The Creek Craw 8.5 on a Carolina style, in the hope for a big perch. This is the first part of the impossible plan, so we try to catch a perch. If we have this quickly, we try to catch a second one, but the plan is to spend a maximum of 2 hours on this stretch. Then we have 20 minutes in the car to upgrade the zander, or in worst case, catch a perch. And after that, we try to upgrade the pike. A lot to be done, but we're gonna try to make it happen. Auf geht's. So, kann er anfangen, der Euler, oder? Let's go. Erster Wurf, auf geht's. Let's go, first cast. I hope I'm not gonna be stuck too much. Otherwise, we have to do jigging. There is some current. I don't know if it's good on this spot. I guess we'll see. Right, let's do the first cast. Today we are targeting the big perch. Try if we can catch at least 2 of them. And then we are going to try to upgrade the pike. The weather conditions are completely different than the previous day. We got a lot of wind today. So I'm fishing with a little bit heavier bullet weight today to get to the spot and have a better feeling. Ich bin richtig zittrig irgendwie, weil ich weiß, hier kann der Einschlag jede Sekunde kommen. Wir hatten im Training ohne Haken direkt mehrere Einschläge. Und aus dem Halbfinale vom letzten Jahr wissen wir ja auch, dass es hier Fisch gibt und auch gute Fische. Und da baue ich jetzt einfach auf den Swim, dass er mir hier einen rausschraubt. Das wäre schon ziemlich geil. Oh, ich dachte, das wird ein entspannter Angeltag, ey. Boah, überhaupt schon wieder nicht. Trotz seiner komfortablen Führung zeigt Bürger anfangs Nerven. Für seinen engsten Verfolger kommt es derweil knüppeldick. That's what you have if you have so less, so few hours of sleep. Only 4 or 5 hours every night, and then you get sloppy. Forget your measuring tape. So we have to drive to a fishing store. It opens at 9. We have to start at 8, so we're losing 1 hour at least, and then I have to drive 35 minutes again. So 1.5 hours are lost today. That's a lot. That's bad, but what can you do?
maybe it's good. Yeah, whatever. Come on. So guys, as you can see, the weather is not really good today, but thanks to my sponsor this year, they sent me the Thor suit, super light suit, so hopefully I will stay dry the whole day. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus, jetzt ist doch optimales Hechtwetter. Ah, kommt Jungs. Es dauert mir jetzt schon viel zu lange hier, aber ich weiß, früher oder später kommt er. Eben schön das großblättrige Kraut dran gehabt. Wird mir schwerfallen, wenn hier nichts gehen soll, das zu glauben. Here are no rocks. When I cast super far, I don't have rocks. And then I think at least 20 meters is complete rock field with mussels, everything. It's a fantastic plateau. It's a spot I found yesterday afternoon, and it threw around my plan a little bit because big perch was a struggle and we had some good perch here. So it's either good or bad, but I had to take the risk. Let's try the other side, because now I see the gate is open and the tunnel is longer on the other side, so we'll cast from the other side. Vorbereitet bin ich ja, ne? Das muss man ja sagen. Also meine Gummifischboxen, die sehen sonst immer so ein bisschen alle zerkaut, alle runtergerutscht, alle. Aber ich habe gestern extra geklebt und ein paar verschiedene Bleiköpfe aufgezogen. So richtig schön 8 cm Gummi mit einem 20 Gramm Kopf, so eine Murmel. Wie in Norwegen. Das ist ja genau mein Ding, sowas. Aber hier muss das machen. Also diese Kurzbuhnen, die haben immer so die Eigenschaft, dass die, wenn die also die liegt jetzt in der Außenkurve, geht sie gerade über in die Außenkurve und dadurch spült sich hier schon hinter diesem Kopf so eine ganz kleine, so ein kleines Loch mit einer langgezogenen Rinne aus. Und gerade tagsüber, da muss der Köder reinfallen. Deswegen muss man immer gucken, dass man den Bleikopf schwer genug wählt, dass man da auch reinkommt und der nicht oben drüber driftet, weil die Zander bewegen sich da ja nicht so viel raus, wenn sie da zum Pennen erstmal tagsüber drin liegen. Aber darf natürlich auch nicht zu schwer sein, dass er da so drin rumpoltert. Also wenn er dann zu... Was hat das? Wenn er da zu grob reinfällt, das ist auch nicht so gut. Aber in der Tendenz lieber schwer genug angeln als im Freiwasser. Man merkt nichts, man weiß nicht, ist der Boden jetzt da, ist er nicht da, kriegt man auch nur mehr Hänger. Das ist immer das Problem. Zu leicht angelt und wenig Köderkontrolle hat und der Köder fängt an, über den Boden zu rollen, dann kriegt man Hänger. Und in der Eißel 10, 15 Gramm Tungsten kann man fischen. Oft sind aber auch 20 Gramm gut. Also ich bin ja eh einer, der gerne sehr leicht angelt, aber hier mit 7 Gramm rumzumachen, vielleicht abends in den Buhnen, aber jetzt tagsüber diese Strukturen, da muss man schwer tief unten angeln. Da ist jetzt auch mit dem Wobbler nichts zu machen oder da kriegst du keinen Wobbler runter, da ist 5, 6 Meter tief und die Kante davor hier ist steil, da wird man wahrscheinlich die Köder nur abreißen, das macht nicht viel Sinn. We are going to give the spot like 15 minutes more. If you aren't getting any bites, we are going to move to the next spot and see if the perch are hungry over there. Something changed in the conditions with the open gates. I would still expect some fish to be around, but maybe they are passing through sometimes, and I will not be waiting here the whole day for them, especially because I don't know if they will bite. I don't have enough experience on this spot, so I will just drop this one. So here we are at Flowpro. Frank Reinders is gonna give me my measuring tape. Hi, David. Beautiful Shimano, everybody. Measuring tape, measuring tape.
Yeah. All right, we found one, decent one from Westin, I believe. Yeah. There we go. All right, we can go, guys. Let's go. Leute, Leute, Leute. Mein Gott. All right. We can go to our first spot. Dieser behelfsmäßige Ersatz wird selbstverständlich am Tagesende geeicht. Von Westin Matte geht's zu Westin Malheur. You saw it? The fuck? He ran away with it. You seen the rod? Oh no! My fluor ripped on the stones. Look. It was like this long. At least you're here. Come on, this is so unfair. That's a super pity one, a bitter pill to swallow. I just had a nice bite, it ran away, I set the hook, and the line broke just under the swivel on the underline. Probably damaged by the rocks. And the big perch is away. So no big perch and 30 minutes less fishing. Speechless. Einen Vorwurf kann man Ton zwar nicht machen, weil aber eindeutig ein Fisch beteiligt war und die Schnur unterhalb des Snaps gebrochen ist, lässt das Regelwerk keine andere Schlussfolgerung zu. Heieiei, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das geht jetzt hier zickzack, hängt hier ein Hecht drauf. Dem war nicht so. Gehen jetzt nochmal da vorne vor, machen nochmal 2, 3 Würfe, weil jetzt die Sonne draußen ist. Ich kann nicht glauben, dass da keiner steht. Dann ganz kleiner Spotwechsel, nochmal eine andere Strecke schnell abtackern, weil ich eigentlich schon gerne eben die Zander mit den größeren Hechten upgraden würde. Und genau das machen wir jetzt. Auf geht's. Okay. Next. Next Zander spot, guys. Let's go. Let's move to the next spot. Maybe we can find some nice perch over there. Guck mal, da sind jetzt 6 Angler und da vorne ist einer, 7. Das sind ja genauso viele wie in unserer ganzen Gruppe. Also hätten wir ja auch alle einfach herfahren können in einem Auto und jetzt hier so angeln. Hätten wir die gleiche Zone angeln dürfen wir ja nicht. Ja, da habe ich jetzt ja Bock drauf, dass die einmal hier durchdriften. Ne? Oh Gott, ey. Hi. Benehmen sieht anders aus, aber ja, was willst du machen? Ne? So, dann holen wir die mal schnell. So, dann machen wir gleich den nächsten Köderwechsel, den nächsten Köderwechsel schon. Versuchen wir das Ganze mal langsamer anzufischen mit dem Bugkleider. Ich hab's schon gesehen. Der Wind hat ihn mitgenommen. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert mit dem Mono da vorne dran, dass der sich nicht einfädelt ständig. Und gleich sehen. So I'm gonna make a few casts with a small goby. I lost my Carolina rig and I don't want to tie it again. So I'm gonna make a few casts with the goby. We are almost at the end of the stretch and then I have the spot where the boat is. Hope I can catch a perch there, and if not, then part 1 from Mission Impossible is not good. To feel confident. Fish on. Big perch. Huge perch.
Yes! That's the fish we want. Yes, Fat Louis did the job, the new color, guys. With the foil inside, it makes some reflection, a bit like the chrome, you know? Okay, it's not as huge as I expected, but more than 40, what I wanted. Exactly what I wanted. So, yep, I have to have, so 43, so perch of 43. Wow, good, good, good. Still early, we have plenty of time to catch more fish, so yes, 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 yes. Okay, hopla. No, still inside. Hopla. Come on. Yep. Crazy, crazy. And let's continue. Maybe there is more fish. Hopefully Zanders. Rund eine Stunde hat's gedauert, dafür ist der erste Fisch ein richtig guter. Samis neuer Spot liefert also unverzüglich, auch wenn das Räuberklientel sich über Nacht verändert zu haben scheint. This is quite a deep water here, and I found some Zanders yesterday, but now it feels like it's more perchy right now. That's good and not good, because I had some perch spot for the afternoon and not many Zander spots, so let's still hope I'm gonna catch one Zander around here. Lust auf einen 300-Euro-Gutschein? Es geht endlich los und du kannst richtig abräumen. Während wir nun fleißig den beliebtesten Adventskalender für Raubfischangler in ganz Europa packen, kannst du dir mit etwas Glück einen von 10 Gutscheinen im Wert von je 300 Euro on top bei uns im Shop sichern. Einfach noch bis zum 30.09. unseren Adventskalender vorbestellen und mit etwas Glück gewinnen. Natürlich nehmen auch alle, die bereits vorbestellt haben, automatisch am Gewinnspiel teil. Jetzt zugreifen, bevor du am Ende leer ausgehst und nur auf Hecht und Barsch.de. Spinning Wheel Magnesium oder auf Deutsch gesagt SRM, super robuste Maschine von ZEG Fishing. Ab jetzt in 1000, 2000, 3000 und 4000er Größe zu erhalten. Für jeden was dabei. Meiner Meinung nach eine super geile Rolle. Jungs und Mädels, probieren Sie doch ganz einfach aus. Es gibt Nachwuchs in der Flashvibe-Serie. 4 brandheiße neue JDM gehaltene Dekore. Und zwar einmal Purple Moon, Zombie Tench, Real Deal und Baby Perch. Eins kann ich euch sagen, die liefern richtig ab. Mir haben die Köder im Test schon richtig dicke Fische beschert. Überzeugt euch selbst, ab sofort im Fachhandel. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Schöne Muras Magnum Maus mit hier dem Real Rider Curltail in einer ultra geilen Farbe, finde ich. Das passt so hammergut zusammen. Schauen wir mal. Ich nehme mal die schwerere Route mit jetzt, dann können wir das Ding auch schmeißen. Passt. Abfahrt. So there we are at the first spot. Finally we can fish as well. Such a clumsy action for me. Forgetting that mat. I've got 3 rods here. I've got a heavy rod for bigger lures or heavier weights to fish in the middle of the IJssel, the river here behind me. I have the Yaze LTD medium rod. That one is the heavy Yaze AX. This one is to do a little more subtle. So really lightweight and fishing inside the buoys as well. And this is the Dialuna medium light 8'6" for a kickback. If that doesn't work, I'm going to try kickback and drop shot. But jigging should do with these conditions. It's yeah, overclouded, a bit rainy, a bit windy, but I think that's good for Zen. So let's put a shad here, a gold glitter lure with 10 grams, and if I need a bit more, I'm going 14 grams. So
Let's try with 10 first. On the Yase LTD, 2.70 m, 10 to 35 grams. Extra fast action, so only bends in the tip to get that quick hook sets and also feel the bottom and the bites on the distance. Let's go. So, on open bill, I let it go, sink to the bottom, otherwise it's gonna be drifted away inside the cribs. You don't want that. It's a fish. 14 grams and immediately a fish. I don't think it's sizable, but yeah. It's too small, as I thought. Too small, but no matter. There are more of these. Let's get your sister or your mother or even your granny. Come on. David und Birger benötigen beide den Zander und angeln nur wenige Kilometer entfernt am selben Gewässer. Spannende Konstellation und es scheint so, als habe sich der Niederländer die bessere Buhne ausgesucht. Ja. Oh. Ja. Second cast with 14 grams. And this one should be sizable. So let's take the net and go get her. Zack, bam. Auf den Mike Cormoran-Shed, danke. It's already loose, a nice 50 Zander here. Let's get her on the scale. We don't have halves now, so I will do it one down. I never measure half. So let's say this is 50, even though it's 53, 2.5, let's say it's 52. Happy to have our first fish and our full card. Let's get some upgrades now and continue fishing. I love this type of fishing. The bites are so hard. Let's get her back as soon as possible. Yes. Saka. Bam. Full card. Yes. Und die Führung obendrein. David macht den Fehlstart, schnell vergessen, während die Konkurrenz sich größtenteils noch vergeblich müht. Ich will sie einfach nur ein bisschen spannend machen. Ist jemand daheim da? Das ist der Ärgerregler. Das ist your pole position, da was mich mal sagen. Yeah, so now no more action. Strange that I had a perch here because I found the spot while training yesterday and it was a good Zander spot, but in early afternoon. So maybe they come here under the tree and everything to hide a bit from the sun. So I'm thinking now maybe I will come back. I will go to my last Zander spot. I hope it will not be a trouble and we will catch one because after that I only have perch spots. Yeah, so last Zander spot. Maybe we come back here early afternoon. We'll see. Such a relief after all that stress. It's gone, the stress is gone. You can just relax, upgrade our Zanders this morning, and after that we'll go for the most challenging but also the most coolest way of fishing, and that's of course top water. Top water for perch and pike. I found a water last evening with some help from one of our team anglers, Robert Jan, and he showed me a water yeah, it looks really promising. We didn't fish there and I was home very late, so after that I had to sort out all my tackle, and yeah, another short night. Then clumsiness happens, you get sloppy, but in the end the Zanders are here and I'm happy. Let's get a big one. Ist gut, ne? Direkt in Zander. Ist gut für den Mojo, für die Story. Wäre geil, wenn Birger jetzt schon 2 Stunden am Suchen ist und kein Zander fängt und ich dann direkt sag, bam. Meinst du, es würde auch ohne den Zander reichen für den 3. Platz? Schwer, ne? Das wird, glaube ich, schwer dann.
Müsste der Ton 130 Punkte heute machen. Ja, da ist er der richtige Mann dafür, auf jeden Fall. Are you kidding me? So fast? It is a perch. Not what we come for, but it's sizable. It was fast. Let's see how long it is. The grass is super wet, so I do like this with the board, completely wet. Second cast with my goby. Guess they're eating gobies here. So guys, the first perch, for me it's a useless one. It's too small, but we have it on the cart, so I would assume we put it back quickly and continue fishing. Bye bye. Yeah. There he goes. Full cart, that's something. Now we need to catch 6 big fish. I know they are around here. We're fishing nearly 2 hours, and I said we would give this stretch 2 hours, but it will be a little bit more, I guess, because we're not yet back at the car. We're almost back, but not completely. Need a few rods. You for sure. You. Actually, my last Zander spot here. So I hope it will be good. Hop. Let's go. Okay, we arrived at the next spot. We are going to look if there's some perch or zander in here. During pre-fishing, I had a zander real quick. So I hope they are still here. Oh, fuck! Dumm! So dumm! Oh, maximal dumm. Bremse offen, wirklich, was für ein Amateurfehler. Dumme Scheiße. Oh. Aber das ist mir echt ein Rätsel. Das sind normalerweise so Ecken, auf die man sich echt verlassen kann. Aber was ist schon normal? Was im Training passiert, ist auf jeden Fall nicht normal, das wissen wir alle. Aber so einen verkloppten Vielleicht-Bist gerade, das ist echt wenig für hier. Wir schauen mal. Irgendwann findet man den Spot im Spot und dann hagelt's. So die Hoffnung. Und ich habe ein Vögelchen zwitschern hören, dass ja auch gestern schon jemand gefischt hat bei uns aus Gruppe B und hier gut gefangen hat. Kann natürlich auch sein, dass der ein paar Fische schon vernagelt hat. Naja. Aber Ausreden gibt's immer. Angeln müssen wir. Und jetzt kommt er gleich. Ganz sicher. Ja. Zander. On the net rig. Just on my feet. Come on. Yeah, nice. What I wanted. Okay. How long do you think it is? Okay, so. Okay. 57. This one has fire. Zander 57 on the small worm on Ned rig. It worked quite well for me during training here. I release him. Hop. So you can see, guys, normally here there's no current, but due to some work they have to do on the sluice, they changed the way of the current. So they opened the gate, and now we have some current here, especially near this boat. And I discovered that some Zanders are standing here. Told you maybe I'm out, but I'm not gonna be out
easy. I want the others to feel my breath on their neck. And I also want guys to give you a good show. I know this group is, for me, extremely strong. So probably I will not manage because the first guy have already a good cart with a strong fish, and now they have one more day. So maybe they're unlucky, but I don't count on that. But at least I want to make a full cart. Fish on! Take a small zander. Yeah, got it. Let's measure it and see how big it is. On the Frap Gecko 3-inch. 45. Nice zander. Let's throw it back. And trying for another one. There it goes. First one, on to more. The small zander destroyed the lure on the first cast. So now we're going to put on a new one and hope we will catch another one. Perfect. Let's give it one more cast underneath the bridge and see if we can catch another zander or maybe a nice perch. Flick it under the bridge, let it drop to the bottom. There's more water than usual on this spot. Should be good. I know there's some huge perch around. That's why I try first with a flash vibe. The smaller size, because the bait fish is quite small. So yeah, small size of flash vibe, a few casts, then the shad, then we're gonna scratch again with the Ned rig. Ja, was ich hier mache, ist halt Wartangeln par excellence. Ganz langsam laufen, bisschen schräg vorauswerfen und dann einkurbeln, animieren. Hier gefällt es mir sehr, sehr gut. Hier steht so ein bisschen altes, abgestorbenes Kraut. Teilweise habe ich draußen aber auch lebendiges. Und da hat man so das Beste aus beiden Welten. Noch ein bisschen Sandgrund dazwischen, Steinpackung. Hier kann auch immer gut und gerne mal ein dicker Barsch kommen, gerade auf so einen kleineren Köder, wie ich den gerade fische. Ja, jetzt muss nur noch überhaupt erstmal einer kommen, damit ich mal ein bisschen aufatmen kann. Das kann ja ein lustiger Tag werden, ey. Oh, dieser Wind, aber der macht den Kirre da, gell? Der wäre super gewesen, ja. Let's go. And have it here. Up, strict minimum, and we jump. Also hechtiger kann das Wetter normalerweise nicht sein. Ne? Viel hechtiger geht nicht. Zack. Rausgeflitscht. Einmal rumlaufen. Sorry guys, I speak all these languages through each other. I have to apologize. My mom's German from Augsburg. My father is from Arnhem, but also Italian. And I have a lot of German friends. So in my daily life I also speak different languages all week. So I really don't do that on purpose. Verzeih mir, I'm sorry. Click on the subtitles. Maybe you learn a word or two and it might come in handy, especially the custom words. Come on, 60 plus Anders, where are you? Should catch one, come on. Oh, hier gibt es keine Hechte, habe ich das Gefühl schon wieder. Es ist schon wieder soweit. Ja, also unsere lieben zwei Bootsangler, ich glaube, die würden gerne an mir vorbei, so wie eben auch, und schnell die Buhnstrecke vor mir abdriften. Aber taktischer Fehler, sie fahren jetzt schon das zweite Mal in die Routen des Ansitzanglers und müssen das Ganze enttütteln. Das kostet die unnötig Zeit, deswegen kann ich eine Buhne weitergehen. So, Jungs und Mädels, ihr seht's, ihr seht nichts. Wir fahren ans gleiche Gewässer, aber in einen anderen Bereich. Fish. Yeah, nice one. Ah, fuck! Oh, wie konnte der nicht hängen bleiben, ey? Scheißdreck! Ah.
War ein 70er, aber erstmal erster Fisch. Das tut richtig weh, aber wir haben mal einen zum Biss gekriegt. Jetzt habe ich schon mal einen Köder, dem ich ein bisschen mehr Vertrauen schenken kann. Der Biss kam ganz hier vorne. Normalerweise kommen die echt weit draußen. Aber vielleicht ist er dem auch ein bisschen nachgegangen. Ich weiß es nicht, aber es war ein Fisch. Es war ein okayer Fisch. Das stimmt mich doch jetzt schon mal optimistisch. Wenn die Sau jetzt noch hängen geblieben wäre, das wäre wirklich ganz toll. Aber der hing 3-4 Sekunden. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mal beißt hier. Wir haben jetzt hier noch so 200-300 Meter zu laufen. Und genau das werden wir tun. Small. First cast on a goby. What a bite. Fish on. That's a better one. That's a better one. Yes, it's in. Also on the same lure, the Keko 3-inch. Let's see how long it is. It's 54. There it goes. On to the next one. Vorher ein Blick auf den Zwischenstand. Tim kann die Lücke nach oben zumindest ein Stück weit schließen. Sami ist durch seinen letzten Fang sogar in Schlagdistanz zu den Qualifikationsrängen gerückt. Und weil Roman bislang vor allem Luftlöcher schlägt, liegt Ton dank seines kleinen Full-Card-Barsches auf Platz 3, was er selbst wohl am wenigsten ahnt. I want to cast this out with a few techniques because we have yesterday a few big perch here. And then we're gonna go to the car and take a different spot. Wir haben eure Gebete erhört. Ich darf euch vorstellen, im Fachhandel erhältlich der Perch Glider 145, der kleine Bruder quasi. Schwimmeigenschaften gleich geblieben, Slow Floating, läuft ca. 0,1 bis 1 Meter tief im Wasser und hat ein Gesamtgewicht von 42 Gramm. Die Haken sind an Wirbeln festgemacht, die drehen sich, der Fisch kann nicht so schnell ausschlitzen. Ich finde, er ist super gelungen und bin gespannt auf euer Feedback. Kein Bock mehr auf böse Überraschungen? Hol dir Lure Drop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. Das lange Warten hat bald ein Ende. Hier halte ich schon die finale Verkaufsverpackung inklusive Köder in der Hand, und zwar von unserem neuen Real Vibe. Kein Köder hat mir in der Testphase so viele, so große Hechte beschert. Es wird über 10 verschiedene Dekore geben, unter anderem voll lackierte, semi-transparente und ein ganz neues Verfahren mit Folie eingearbeitet, super realistisch und mein persönlicher Favorit. Lange hat es gedauert, aber ab Oktober endlich für euch im Fachhandel. Krass, hätte ich gestern viele Bisse auf dem Spot, ne? Ah, los, ey, Fische. Krass. Scheint ja gerade gar keine Aktivität zu sein hier irgendwie. Ernüchternde Erkenntnis, die ersten paar Buhnen habe ich geangelt und nicht mal einen Biss gehabt. Das war jetzt nicht so mein Plan, ehrlich gesagt, aber da kann man jetzt nichts dran ändern. Was ich jetzt mal kurz hier zumindest probiere, ist die Montage zu ändern. Ich mache jetzt mal einen Kickback-Rig ran, vielleicht
sind die einfach nicht so aktiv, dass sie einen schnell gejickten Köder anfassen. Auf jeden Fall ist dann Köder und das Gewicht voneinander getrennt. So. Und man kann den Köder hinten länger stehen lassen. Der flattert so ein bisschen in der Strömung. Den können die halt besser einsaugen, einfach leichter aufnehmen. Ja, ob es das jetzt bringt, mal schauen. Der ist langsamer, der Köder, auf jeden Fall länger im Sichtfeld. Also ich glaube ja, das bringt mehr, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, da sind Fische und man hat Fehlbisse, weil die den schweren Jigkopf nicht so richtig, nicht so zaghaft da dran gehen und immer nur so stupsen. Aber dann ist das natürlich klar, damit verhaftet man die sofort. Aber ich kriege ja nicht mal Bisse. Also die Zander scheinen vollkommen zu pennen gerade hier. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja. Das können wir ja mal hier reinschmeißen und noch mal 1, 2 Buhnen zurückangeln. Damit, dann sehen wir mehr. Und dann habe ich es wahrscheinlich auch schon abgerissen. Last cast at this bridge and then going to the next one. There was a bite. You see the bite marks here. It's vampire bite. It grabs the fish like this, holds it, cannot escape. But it missed the hook, so come again. Now. Yes, sir! Da haben wir den ersten. Eieiei. So, now closed. 81. Perfekt. Jawohl. Leute, 81er Hecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Der macht mir ein paar Punkte für den 50er Zander auf jeden Fall gut. Wir machen das jetzt noch weiter. Vielleicht kriegen wir noch 1, 2 größere. Ich will auch nicht zu viel Zeit verplempern. Also entweder bis zum Schilf oder noch eine Stunde maximal. Dann gehen wir Barsch angeln und dann kommt hoffentlich auch noch ein Barsch. Arriba, der kommt schnell zurück. Na bitte, die Schwachstelle auf dem Board ist ausgemerzt und damit liegt Roman wieder vor Ton. Gewusst wie? Ja, wenn ihr so wartangelt, wie ich das jetzt mache, dann gucke ich immer, dass ich einen Köder wähle, mit dem ich das Kraut so ganz leicht ankratze. Dass ich so 2, 3 Mal im Wurf da im Kraut hänge. Wenn ich das habe, dann haue ich 2, 3 Mal hart rein. Oft macht das halt nochmal unter Wasser so einen extra Reiz. Da zuppelt es mal am Kraut, dann ist da so ein bisschen Staub drauf, also ja, irgendein Sediment, was dann aufwirbelt. Und von da aus huscht dann euer Köder weg. Das fällt einem Hecht auf jeden Fall auf, wenn das in seiner Nähe passiert. Und das ist eigentlich der Optimalfall, dass man so gerade hier die frisch wachsende Spitze des Krautes hat. Dann weiß man nämlich, man ist ganz oben über dem Kraut, berührt es fast und ist dementsprechend nah an den Hechten. So, ziehe ich die auch an, wenn ich sie schon geholt habe. Kleinfischangeln hier mit dem Kram, echt. Zwerg, warum dass sie nichts fressen? Da? Die Ente waren vorgestern noch zu 8. Wenn es die gleiche sind, aber 2 ist schon verdammt weniger, Alter, für ein Brut, ne? Boah, Barsch. Das ist dann, was man so fängt mit so Rigs, ne? Was? Guck mal, so ein kleiner Dicker. Guck mal hier. Sieht ja aus wie so ein kleiner Karpfen. Ja, also, erste Aktion heute, immerhin. Ein Fisch, das ist ja schon mal was. Gut, dass ich den jetzt nicht beim Jiggen gefangen habe. Mit dem 20 Gramm Bleikopf, ist auch klar. Aber ja, auch nicht so richtig das, was wir suchen, ne? Was ich mal auf jeden Fall jetzt machen muss, ist ins Auto gehen, mal eine Jacke holen. Weil sonst bin ich nämlich klatschnass später. Ja. I just changed the lure on the kickback. Natural color. It's not a big one.
but it's some action. Hand landing is always better than a net. Doesn't harm the fish at all. What a feisty one. Fish. Nächster Fisch. Hier 71, 72 vielleicht. Aber das hilft uns an der Stelle leider gar nichts. Deswegen schnell zurück den Kollegen und einen größeren fangen. Nämlich keine Zeit. Ja, ist gut. Ist gut. Trotzdem schön, dass es ruckt. Yeah. Big perch. Not super big. It's not so big actually. Or it's a small zander again. It's a perch. Here we go. See how long it is? It's probably 35. A small perch on a 6.5 centimeter creek craw. Look at that. Small weight in front, a free rig weight, and a little craw, 35 centimeter. Let's release him. Bye bye. Don't tell your big friend that we are here, because I have the feeling there is bigger perch around here. So this was the second perch for me. It's not really what I expected in size, but my hope has gone up that we are going to catch some big perch here. And that I can tie again. Jungs und Mädels, ihr seht, die haben echt hier alles schön frei gesät für uns. Also so gut habe ich schon nie schmeißen gehen. Aber das bringt halt auch nichts, gell, wenn die Fische gebocken. So, jetzt fange ich so langsam mal zu zweifeln. Wir haben jetzt 10 rum oder was? Ich weiß es nicht. Eigentlich war der Plan, dass wir, wenn ich einen großen Fisch kriegen, gell, hier ein bisschen zu angeln, anstatt an den Polder zu gehen, wo wir nur kleine Fische kriegen vielleicht. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob es vielleicht jetzt für meinen Schättel besser wäre, doch in den Polder zu fahren, dass wir wenigstens ein bisschen was an der Hoge kriegen. Ich weiß es nicht, ich muss mal überlegen. Das ist das Gemeine an einer 3-Arten-Challenge. Man angelt am längsten auf das, was am schlechtesten beißt. Aber ist ja logisch, das ist die Natur der Sache. Also, so einen privaten Angeltag, da hätte ich das Zanderwasser schon längst verlassen hier. So wie die Hechte gerade beißen, ne? Dann angelt man natürlich auf das, was gut geht. Aber das geht ja heute nicht, leider. Tja. Also die eine Buhne da vorne, die machen wir noch ein zweites Mal. Und dann wechseln wir den ganzen Abschnitt. Ne? Gut. If you set last cast and you get a bite, you always allowed to do one more cast. If you don't get a bite and you make one more cast, 9 out of 10 times you get stuck. You're jinxed. Fish on the mouse. Yes. Big. Groß. Jawohl. Mit dem Reel Rider Tail. Geil. So möchte man es doch haben. Ja, so viel zum Thema groß. Es könnte sogar sein, dass der auch gar nicht hilft. Ja, vielleicht hilft er gerade so. Auf die Maus. Die Magnum-Maus mit dem Reel Rider Tail hinten dran. Bewegt sich richtig nice, weil es ja gar nicht so häufiger Wurf mit dem Ding und direkt funktioniert. Scale ist noch nass. Der könnte tatsächlich über die 80 gehen mit ein bisschen Glück. Nee, tut er nicht, aber 78 hat er. 78, kleines Upgrade. Wir machen noch ein bisschen weiter und dann müssen wir leider wirklich Barschangeln gehen, weil leider macht das hier auch ganz schön viel Spaß gerade. Bye bye. Yes. Viel Aufwand für nicht einmal 3 Punkte plus. Aus taktischer Sicht sollte ein Zielfischwechsel zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich ein No-Brainer sein. Aber ihr kennt das vermutlich selber. Wenn's einmal läuft... Das ist einfach so eine geile Angelei, wenn man weiß, Mutterhecht kann jederzeit kommen. Und zwar wirklich jederzeit. In jedem Wurf kann es hier scheppern. Und das ist der Fisch des Lebens.
Deswegen ist Angeln doch so geil. Einfach immer diese Ungewissheit, die Chance, egal wie viel du schon gefangen und geangelt hast, immer wieder den Fisch deines Lebens zu fangen. Ich liebe es einfach so sehr. Vor allem, wenn es läuft. Tja, leider hat das in dem ersten Buhnfeld mit dem Zander nicht geklappt. Das ist jetzt nicht so schön, aber that's it. Es beißt offensichtlich nicht so gut, zumindest hier auf der Strecke. Jetzt sind hier ganz viele Angler. Der eine hat eben 2 Zander wohl gefangen, aber wie er sagte, waren die jetzt auch sehr klein. Also selbst ob die jetzt was gebracht hätten, ist auch noch die andere Frage. Aber ja gut, jetzt bringt das auch nichts, die Buhnen 10-mal durchzuangeln, weil die Fische, die da drin stehen und beißen wollen, die beißen dann auch relativ schnell. Jetzt irgendwie geben sich hier Angler die Klinke in die Hand mit Buhnen durchklopfen. Das mag ich nicht so. Einmal durchgefischt. Gut, jetzt gehen wir in eine Hafeneinfahrt. Die ist ein bisschen tiefer. So ein Stück Auto fahren, aber auch gut eigentlich. So. Gut, aufi. Oh, bin ich eben erschrocken. Da eben fetter Karpfen vor mir, Alter. Ich habe eben... Scheiße. Eben ist mal kurz die Pumpe gegangen. Aber auch wieder ein guter Fisch, 15, 20 Kilo, gell? So ein Schubi. Riesenteil, Alter. Ah, wir sind hier bei der Raubfischangel, da machen wir einen Zentimeter. Mindestens 90 Max, also ein schöner Schubi, ohne Scheiß. Also ich sag da was, so gut, gell? Er meinte, wenn da noch niemals Angeln gegangen. Alles schön freigeschnitten, wenig Kraut. Aber so schlecht haben wir noch nie gefangen. So, Jungs und Mädels, das war wohl leider nichts mit meiner Aktion Großhecht, zumindest in dem Gewässer. Aber eins habe ich noch. Da fahren wir jetzt hin, machen wir auch noch ein paar Wurf, ganz kleine Weiher, so ein See. Und dann bin ich mit meinem Latein auch schon wieder am Ende. Der hat es leider auch nicht mehr gebracht. Ein paar Meter haben wir noch gefischt, nichts gekommen. Jetzt geht es zurück zum Auto und den Rest des Tages Barschangeln. Das wird noch hart genug. Zweimal konnte ich upgraden, das ist supi. War nicht besonders viel, aber alles Punkte, die ich brauche. Jetzt habe ich 2 Hechte über 80, 2 Zander über 60, einen 58er noch, da schauen wir später nochmal. Auf jeden Fall fehlt jetzt der Barsch und den müssen wir unbedingt fangen und da brauchen wir richtig Zeit für, deswegen ab Marsch. Los! Let's go! We have some fish to catch, big time. Okay, now it stopped raining. I had the zander, it's not like a huge one, but I can go a bit perch fishing right now. Let's see if we manage to catch something. So a bit of power fishing with the minnow, but also a small drop shot to fish a bit more deep if they're not on the shallow. Let's move to the next spot. Was sagst du? Soll ich noch eine Buhne machen? Ein letzter? Doch, du musst es sagen. Pur auf Gefühl. Okay, let's move fast. This spot there's some perch on it, but not big enough for me to stay long. So let's go on the good size perch spot. With 2 perch and a small zander, not too much, that helps, to be honest. Mission impossible remains impossible. I hope in the next episode that we're going to catch a big one. I will need a few big ones. Maybe it happens, maybe it doesn't happen. We have 30 minutes less fishing, as you know, from this morning. And this is really not nice, because we will need our time. But anyway, let's keep fighting, keep believing in it, and do everything we can. Ja, Freunde, das war's mit Episode 1. Jetzt geht's auf Barsch, das heißt hier Settingen ab. Und jetzt, ich brauche es wirklich, ich brauche es so dringend. Alles Barschkarma, was es gibt. Barsch drauf und los geht's. Ich hoffe, euch hat das Hechtentfernung schon mal ein bisschen gefallen. Ich hätte gerne noch 1, 2 mehr gefangen, aber kann man nichts machen. 3 Stück sind auch schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann mit so einem Barsch, hoffentlich. Mit dieser vollmundigen Annonce machen wir den Cut und halten fest.
Vor der Entscheidung bleibt in Gruppe A alles offen. David liegt dank des Zanders nun vor Bürger, der hier, wieder erwarten, doch noch in die Bredouille geraten könnte. Denn Roman würde mit dem erhofften Barsch vorbeiziehen und auch dahinter haben Ton, Sami und sogar Tim noch die Chance, mit 1 bis 2 starken Fischen aufzuschließen. Bei Eule bräuchte es dagegen schon ein Wunder. Aber um ein solches zu wirken, sind gute 4 Stunden doch immerhin ein großzügiges Zeitfenster. Ob Petrus im Herzen Pfälzer ist, seht ihr am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg zum Start in die beste Raubfischzeit des Jahres. Wer noch was braucht, findet's bei uns. Ciao.